Guten Morgen. Heute soll es einmal um ein typisches Frauenthema gehen. Ein Thema, das die meisten Frauen ihr ganzes Leben begleitet. Das Abnehmen. Ich spreche nicht von 10 oder 20 Kilo Gewichtsabnahme, sondern um diese 3, 4 Kilo mehr, die sich so im Laufe des Winters auf unsere Hüften gelegt haben. Ehrlich betrachtet, wir haben noch an jedes dieser Kilos eine wunderbare Erinnerung. An schöne Feiern, an nette Einladungen zum Abendessen, an Weihnachten und Silvester. Aber jetzt kommt der Sommer. Und mit dem Sommer legen wir Kleidung ab. Und spätestens dann fangen diese Kilos an, uns etwas zu stören. Wollen wir uns doch am Strand so ein klein bisschen wohler fühlen, etwas netter aussehen. Das Thema Diät will ich gar nicht erst in den Mund nehmen. Dann geht es mir nämlich so wie mit jedem, dem man sagt, er möge nicht an einen rosa Elefanten denken, und der erscheint dann überlebensgroß vor dem geistigen Auge. Und so geht es mir auch, wenn ich an Diät denke. Von dem Moment an kreisen meine Gedanken nur noch ums Essen. Ich werde euch keine App verkaufen, mit der ihr wunderbar Kalorien zählen könnt. Und auch nicht das ultimative Sportprogramm empfehlen, bei dem die Kilos nur so purzeln. Ich werde euch einfach so ein bisschen ins Bewusstsein die Situation holen, wo wir Essen zu uns nehmen, ohne es so wirklich zu registrieren. Damit fangen wir jetzt an. Die nächste Situation ist wohl allen vertraut. Da hat man liebevoll den Abendbrottisch gedeckt mit einer wunderbaren Käse- und Wurstplatte und steht nun am Ende der Mahlzeit mit dem Teller in der Hand bereits vor der Kühlschranktür, um die restlichen Wurstscheiben wieder zurückzuräumen. Und dann guckt man auf diesen Teller und denkt sich, lohnt sich das überhaupt? Muss ich dafür extra jetzt noch eine Frischhaltebox schmutzig machen? Ich wollte doch sowieso gleich den Geschirrspüler anstellen. Und morgen gehen wir mit Freunden essen. Und ehe man sich's versieht, sind die beiden Wurstscheiben im eigenen Mund verschwunden. Keine wirklich gute Situation. Die nächste Szene würde ich mal die junge Mutterfalle nennen. Das liegt bei mir zwar schon eine geraume Zeit zurück, aber ich kann mich an diese Situation, die so oft aufgetreten ist, noch wunderbar erinnern. Da hat man dem liebevollen Sprössling einen schönen Brei zubereitet und dann kommt unweigerlich der Moment, wo dieser die Nahrungsaufnahme verweigert. Und man guckt nun mit langen Zähnen auf die Reste dieses Breis zurück und fragt sich, was mache ich denn damit? Ich bin so sozialisiert, wegwerfen bereitet mir Schwierigkeiten. Aber wieder aufwärmen ist auch keine prickelnde Idee. Hier habe ich noch nicht die optimale Lösung gefunden. Ich habe mir das leider immer in den Mund geschoben. Ich bin froh, dass ich jetzt aus dieser Nummer raus bin. Und dann gibt es da diese vielen kleinen Gelegenheiten, die wir gar nicht als Essen registrieren. Das ist der Kollege, der etwas ausgibt. Das sind die Nüsschen, die noch übrig geblieben sind vom letzten Fernsehabend. Das ist die Gebäckschale, die auf dem Wohnzimmertisch stehen geblieben ist. Hier greifen wir zu, so im Vorbeigehen, ohne es wirklich zu merken. Was mache ich da in diesen Zeiten? Räume ich gnadenlos alles, was übrig geblieben ist, weg. Vielleicht habt ihr aber auch noch eine bessere Idee. Ähnlich gelagert ist es in folgender Situation, und das passiert mir meist, wenn ich alleine bin. Dann habe ich mir zwar noch einen schönen Teller zurechtgemacht, aber ich checke nebenbei die Mails, ich bin mit meinen Gedanken schon beim Kinobesuch abends, ich telefoniere mit einer Freundin. Und schlimm wird es, wenn ich mich dann nach ein paar Stunden fragen muss, habe ich eigentlich schon wirklich was gegessen? Und die nächste Situation ist eigentlich die, die auf mich am ehesten zutrifft. Ich bin gierig. Ich nehme mir nicht ausreichend Zeit zum Essen.
Mit meinen Gedanken bin ich meist schon 3 Programmpunkte weiter. Und so stelle ich dann oft fest, dass ich der Einzige bin, der schon aufgegessen hat, während alle ihre Teller noch halb voll haben. Was mache ich? Ich versuche 20 Mal zu kauen bei jedem Bissen. Ich versuche jedes Mal dazwischen einen Schluck Wasser zu trinken. Ich versuche mich dem langsamsten Esser anzupassen. Also ich habe da schon ganz viele Tricks probiert, so ganz leicht fällt es mir immer noch nicht. Warum das so ist, habe ich keine Ahnung. Weiß ich doch ganz genau, dass das Sättigungsgefühl erst nach 20 Minuten eintritt und dass unsere Geschmackspapillen das nur auf der Zunge registrieren können, das lecker schmeckende Essen. Und nicht, wenn ich es schon runtergeschluckt habe. Da habe ich noch 1000 Fragezeichen. Und jetzt kommen wir an den Punkt, der so richtig weh tut. Da haben wir über Tage wunderbar durchgehalten und dann fällt uns doch glatt diese Tafel Schokolade in die Hände. Und wir nehmen uns vor, nur ein Häuschen oder eine Rippe zu essen und diese auch genussvoll. Aber was passiert? Unser schlechtes Gewissen meldet sich sofort. Konntest du nicht standhaft sein? Musstest du wirklich die Schokolade essen? Dieser Tag ist doch jetzt eh verloren. Und was macht man? Man zieht sich in einem Rutsch diese Tafel Schokolade rein und könnte sich hinterher in den Hintern beißen. Aber Entlastung. Es lag nicht an mangelnder Standfestigkeit, sondern ihr seid das Opfer eures Gehirns geworden. Euer Gehirn, das sowieso im Ruhezustand schon 1/5 der Energie verbraucht, möchte natürlich Energie sparen. Und jede Änderung der Gewohnheit kostet das Gehirn zusätzliche Energie. Ich kann euch das an einem Beispiel kurz einmal zeigen. Faltet einmal mit mir spontan eure Hände und schaut, welcher Daumen oben ist. Bei mir ist es der linke. Und wenn ich mir jetzt sage, mach's genau andersrum, dass der rechte Daumen oben liegt, dann tut das zwar nicht weh, aber so richtig gemütlich fühlt sich die Situation nicht an. Mein Gehirn sagt mir eigentlich, ach bitte geh doch wieder in die Ausgangssituation zurück. Und wenn ich das dann mache, dann ist das ein Falten der Hände, das ich gar nicht registriere. Also seid mit euch gnädiger. Es ist ein ganz normaler Mechanismus. Ihr habt dann eben die Rippe Schokolade gegessen. So, und damit lasst ihr es auch gut sein und geht zur Tagesordnung über. Und damit ist das Problem auch schon von. Und jetzt, liebe Frauen, eine kleine Schlussbetrachtung. Ich habe zwar gesagt, es ist ein Frauenthema, das soll aber nicht heißen, dass es die Männer kein Problem damit haben, auch ein bisschen abzunehmen. Aber sie machen es einfach nicht zu ihrem Thema. Und genauso wenig ist es so, dass ein Mann auffallen würde, wenn du nun 2, 3, 4 Kilo mehr auf den Rippen hast. Wir gehen oft mit uns einfach zu streng ins Gericht. Und wenn wir uns im Spiegel betrachten, dann mit einem so kritischen Blick, dass man fast schon von einer verzerrten Wahrnehmung sprechen kann. Seid gnädig mit euch. Ihr sollt euch wohlfühlen in eurem Körper. Und wenn ihr das tut, dann strahlt ihr das auch aus. Und dann wird keiner auf 1, 2, 3 Kilo mehr achten. Genießt euer Leben und vor allen Dingen genießt das Essen. Und wenn ihr schafft, diese kleinen Hürden zu umschiffen, dann ist schon alles gewonnen. Genießt den Tag.